Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wie geht es der deutschen Wirtschaft? Die Signale scheinen da irgendwie widersprüchlich. Erst vor 5 Tagen berichtete das IFO-Institut frohgemut, dass die Stimmung in der Wirtschaft, abgebildet im berühmten IFO-Geschäftsklimaindex, schon zum 2. Mal in Folge überraschend kräftig gestiegen sei. Das klang gut. Heute dann eher eine kalte Dusche beim Frühjahrsgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Sie haben ihre Konjunkturprognose drastisch gesenkt. Was zwar ein bisschen die Frage aufwirft, ob ihre letzte Prognose im Herbst vielleicht zu optimistisch war und deshalb jetzt eine so starke Korrektur nach unten nötig ist. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass die Aussicht auf ein knapp über Null Wachstum trübe ist. Dazu gleich noch ein Gespräch. Zunächst berichtet Frank Buchwald. Manchmal macht sich Matthias Schach ernste Sorgen. Der 64-Jährige stellt Spezialklebestreifen her, vor allem für die Autoindustrie. Knapp 140 Leute beschäftigt sein Unternehmen in Werneuchen, eine gute Autostunde nordöstlich von Berlin. Noch hat er genug zu tun. Jedoch: Wir haben keine verbindlichen Festaufträge. Wir haben nur Liefervereinbarungen, die im Augenblick laufen. Und das haben wir ja in Corona gesehen. Die können innerhalb von 4, 5 Wochen in sich zusammenbrechen. Und dann stehen wir halt da und müssen überlegen, womit wir unser Geld verdienen. So wie Schach geht es vielen Unternehmern. Die Wirtschaft kränkelt, sagen Deutschlands führende Wirtschaftsforschungsinstitute. Ihre Prognose tief pessimistisch. Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In ihrer Gemeinschaftsdiagnose korrigieren die Institute ihre Wachstumserwartung deutlich nach unten. Statt 1,3% wie noch im Herbst sagen sie nun magere 0,1% Wachstum voraus. Stillstand auch als Folge politischer Unklarheit. Und es werden Politikmaßnahmen als großer Wurf verkauft, von denen auch klar ist, dass sie das Problem wirklich nur ganz oberflächlich angehen und dass sie das Problem nicht grundsätzlich lösen. Für die Opposition sind die Zahlen ein Alarmsignal. Ich kann nur investieren, wenn ich weiß, was morgen ist. Im Moment gibt es diese Planungssicherheit nicht. Und das ist bitter und geht mitten ins Mark. Planungssicherheit, das wünscht sich auch die Wirtschaft und nennt vor allem 3 Problemfelder. Der erste Punkt ist, dass wir, was die Energiekosten angeht, nicht wettbewerbsfähig sind. Das zweite ist aus unserer Sicht die wirklich überbordende Bürokratie, an der wir ansetzen müssen. Und das dritte ist sicher das Thema Fachkräftesicherung. Dafür empfehlen die Ökonomen erleichterte Einwanderung. Staatliche Investitionen jedoch mit gelockerter Schuldenbremse sehen sie kritisch. Damit eine Brücke gebaut werden kann, braucht es eben auch die Menschen und das Material. Und nur die Kreditverfügbarkeit löst die Probleme da nicht. Also wir brauchen ein Gesamtpaket, wenn wir diese Dinge angehen wollen. Da ist die Schuldenbremse vielleicht ein Element davon, wenn man die moderat und sinnvoll reformiert. Immerhin für 2025 sagen die Ökonomen eine geringe Erholung voraus. Der Wirtschaftsminister hofft deshalb auf einen Silberstreif am Horizont. Wir haben begründete Hoffnung, das sagt ja der Bericht auch, dass wir mit den sinkenden Preisen, der sinkenden Inflation eine höhere Nachfrage für Aufträge, für höhere Produktion und noch ein Anspringen der Weltwirtschaft jetzt wieder gegenwärtigen können. In Werneuchen jedoch, nordöstlich von Berlin, verliert Unternehmer Schach so langsam die Geduld. Er führt seinen Familienbetrieb in 4. Generation. Nun aber denkt er daran, Teile der Produktion nach Estland zu verlagern. Und Frau Professor Monika Schnitzer ist uns zugeschaltet, die Vorsitzende des Sachverständigenrats der deutschen Wirtschaft, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Guten Abend, Frau Schnitzer. Guten Abend, Frau Slomka. Ich habe es eingangs gesagt, vor 5 Tagen noch, das IFO-Institut mit Hurra, dem Geschäftsklimaindex geht nach oben und der DAX, der ist auf einem Höhenflug nach dem anderen. Und dann heute diese kalte Dusche von den Wirtschaftsforschungsinstituten. Können Sie das für uns zusammenbringen und einsortieren? Nun ja, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose nach unten revidiert haben, heißt einfach nur, vor einem halben Jahr sah die Situation noch besser aus. Wir haben unsere letzte Prognose als Sachverständigenrat im November vorgelegt. Das ist erst 4 Monate her. Und damals waren wir schon pessimistischer. Damals hatten wir 0,7% Wachstum für dieses Jahr erwartet. Das war wiederum noch vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Das hat die Lage noch mal schlechter gemacht. Der Staat kann nicht so viel momentan ausgeben, um der Wirtschaft zu helfen.
Und deswegen aktuell eben dann doch die wirklich schlechte Wachstumsaussicht für dieses Jahr. Ist das so der Hauptpunkt, warum man dann innerhalb von doch wenigen Monaten plötzlich so viel düsterer guckt? Oder gab es da noch andere Faktoren? Nun, es ist nach wie vor so, dass wir die Inflation noch nicht da haben, wo wir sie haben wollen, nämlich bei 2%. Deswegen nach wie vor die hohen Zinsen. Und das wiederum belastet die Baukonjunktur ganz stark. Der Export ist nicht so angesprungen, wie wir uns das erwartet hatten. Ja, und dann sind die Konsumenten sehr zurückhaltend. Das sieht man, das Konsumentenvertrauen ist momentan noch nicht da. Und die Wirtschaft wird ja ganz stark durch die Psychologie getrieben. Das heißt, ich kaufe nur dann gerne ein, wenn ich darauf vertrauen kann, mein Gehalt ist auch morgen noch sicher. Deswegen, je schlechter wir über die Wirtschaft reden, umso schwerer tun sich die Menschen, in den Laden zu gehen und ihr Geld auch auszugeben. Also so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Ja, da ist was dran. Ihre Kollegin im Sachverständigenrat, Frau Malmendier, Ulrike Malmendier, die sagte vor kurzem im Interview, eigentlich haben wir ganz viel, was hierzulande sehr gut ist. Das Ingenieurswesen, Biotechnologie, eine stabile, noch zumindest stabile Demokratie. Eigentlich ist die Lage gar nicht so schlecht. Ist die Stimmung also schlechter als die Lage? Würden Sie das so sagen? Nun, die Wirtschaft sieht auch schon sehr differenziert aus. Es gibt einfach Unternehmen, die haben tolle Produkte, die haben tolle Technologie und die haben auch tolle Aussichten. Aber dann gibt es auch ein breites Spektrum von Unternehmen, bei denen sieht es nicht so gut aus. Und an der Stelle muss man schon sagen, es liegt auch in der Hand der Unternehmen selbst. Sie haben es in der Hand, indem sie jetzt auch ihr Geschäftsmodell verbessern, in neue Technologien investieren, ihre Energieeffizienz steigern. In dem Sinne haben sie es in der Hand, dass es tatsächlich auch für sie besser aussieht in einigen Wochen, Monaten, Jahren. Wenn Sie sagen, Energieeffizienz verbessern, wie ist denn der Trend bei den Energiepreisen? Weil das ist natürlich für ein Industrieland ein ganz wichtiger Faktor. Ja, die Energiepreise sind schon sehr stark jetzt gesunken. Das ist eigentlich erstmal die gute Nachricht. Aber sie sind natürlich nicht da, wo sie vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine waren. Und da werden sie auch nicht wieder hinkommen. Deswegen ist es so entscheidend, dass die Unternehmen in ihre Energieeffizienz investieren. Dafür wäre das Wachstumschancengesetz eine sehr gute Chance gewesen. Denn da waren solche Maßnahmen vorgesehen. Durch die Kürzung, die jetzt notwendig war, weil der Staat nicht mehr so viel Geld hat nach dem Verfassungsgerichtsurteil, ja, da ist das jetzt leider diesen Kürzungsmaßnahmen zum Opfer gefallen. Da hätte man sich gewünscht, dass man doch etwas mehr Geld zur Verfügung hätte, um den Unternehmen zu helfen, in die neuen Technologien zu investieren. Hat der Staat oder hat die Bundesregierung in dem Fall ja nicht nur Pech gehabt sozusagen oder ist vermasselt mit dem Verfassungsgerichtsurteil, sondern sie hat auch ein grundsätzliches Problem, dass auf der einen Seite mit Robert Habeck ein Wirtschaftsminister ist, der eher ausgeben möchte, um zu stimulieren, und auf der anderen Seite mit Christian Lindner ein Finanzminister, der nicht an die Schuldenbremse will, sparen will, aber eben durchaus Steuern senken und die Rahmenbedingungen verändern. Das passt eigentlich von den Grundweltbildern, die dahinter sind, ökonomisch nicht zusammen. Halten Sie das für irgendwie auflösbar? Weil im Moment passiert ja eigentlich von beidem fast nichts. Ja, in der Tat wäre es ganz wichtig, dass man sich hier zusammenrauft und dann eine klare Linie entwickelt, wie man voranschreiten will. Es ist offensichtlich, man kann kein Geld ausgeben, was man nicht hat. Man kann aber auch nicht Steuersenkungen versprechen und gleichzeitig sagen, wir haben das Geld an anderer Stelle einzusparen, wenn nicht klar ist, wo das denn passieren soll. Insofern also wäre es an den Koalitionspartnern, sich jetzt tatsächlich darauf zu einigen, wie man voranschreiten will. Und in gewisser Weise braucht es auch die Opposition, denn gerade wenn man darüber nachdenken würde, die Schuldenbremse doch zu reformieren, und da sind sich eigentlich die allermeisten Ökonomen einig, dass das notwendig wäre, ja, dann braucht es an der Stelle schon auch die Opposition. Sagt die Chefin der Wirtschaftsweisen. Danke, Frau Schnitzer, für das Gespräch. Gerne. Und für das Wirtschaftsleben hierzulande gab es heute noch eine positive Nachricht. Die Lufthansa hat sich im Tarifkonflikt mit ihrem Bodenpersonal geeinigt. Die Gewerkschaft Verdi hatte ja mit unbefristeten Streiks gedroht, falls das Schlichtungsverfahren scheitert. Und das hätte auch den Osterreiseverkehr massiv treffen können. Gerade erst die Einigung der Bahn mit den Lokführern, heute dann bei der Lufthansa. Also die streikgeplagte Kundschaft darf jetzt erst mal aufatmen. Und für uns hat Peter Wagner diesen Tarifstreit beobachtet, steht jetzt am Frankfurter Flughafen. Peter, was gibt es denn bisher für Informationen, wie die Einigung aussieht? Also mit konkreten Details waren die Parteien bei ihrer kurzen Pressekonferenz hier in diesem Flughafenhotel vor 3 Stunden
sparsam. Es sind 24 Monate Laufzeit und die unteren und die mittleren Lohngruppen sollen überproportional profitieren, bekommen also deutlich mehr Geld. Alles andere werden wir erst morgen erfahren, wenn die Verdi-Tarifkommission darüber entschieden hat. Aber wenn man den beiden Schlichtern Bodo Ramelow und Frank-Jürgen Weise vorhin genau zugehört hat, dann wird klar, das wird wahrscheinlich mehr als ein ganz normaler Tarifvertrag. Da war viel von gegenseitiger Verantwortung für das Unternehmen und für die Zukunft der Lufthansa die Rede. Zwischendurch standen die Verhandlungen wohl kurz vor dem Abbruch und man kann vermuten, dass den Schlichtern Weise und Ramelow da ein Meisterstück gelungen ist. Sie selbst sprechen übrigens davon, dass mit dem Tarifvertrag die Grundlage so wörtlich für eine neue Lufthansa gelegt worden sei. Und ganz nebenbei natürlich auch die Grundlage für streikfreie Osterferien. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Peter, danke dir nach Frankfurt. Und dann geht es jetzt erstmal bei dir weiter, Heinz, mit anderen Nachrichten. Bei einem schweren Reisebusunfall auf der A9 bei Leipzig sind 5 Menschen ums Leben gekommen, etwa 20 weitere wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Nach Unternehmensangaben befanden sich 55 Menschen an Bord. Die Autobahn war mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Mittlerweile ist eine der Fahrbahnen wieder freigegeben. Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen, bei dem 4 Menschen ums Leben gekommen sind, ermittelt die Polizei nun wegen Mordes. Es seien Reste von Brandbeschleuniger festgestellt worden und so müsse von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Bei dem Feuer am Montagmorgen waren Vater, Mutter und 2 Kinder einer bulgarischen Familie ums Leben gekommen. 9 weitere Menschen kamen mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In der US-Stadt Baltimore dauert nach dem Brückeneinsturz die Suche nach den 6 vermissten Bauarbeitern noch an. Die Behörden gehen jedoch aufgrund der Wassertemperatur davon aus, dass keiner der Vermissten mehr am Leben ist. Gestern hatte ein Containerschiff einen Brückenpfeiler gerammt. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es vor dem Unglück technische Probleme an Bord. Ermittler untersuchen nun den Datenschreiber des Schiffs. Die Ein- und Ausfahrt zu einem der wichtigsten US-Häfen ist auf unbestimmte Zeit blockiert. Die russische Armee hat bei Angriffen auf den Süden und Osten der Ukraine, nach Angaben der Behörden dort, mindestens 3 Menschen getötet und etwa 30 verletzt. Allein in der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb beim Einschlag eines Geschosses in Wohnhäuser mindestens 1 Mensch und mindestens 18 wurden verletzt. Und die Zahl der Opfer könnte laut Regionalverwaltung noch steigen. Es müsse mehr getan werden, um die Ukraine zu unterstützen, hat Bundeskanzler Scholz heute nach einem Gespräch mit der lettischen Regierungschefin Silina in Berlin gesagt. Er sei froh über die tschechische Initiative zur gemeinsamen Beschaffung von Munition. Deutschland und Lettland beteiligen sich, wie viele andere Länder, daran. Für die Ukraine ist es jedenfalls dramatisch, dass sie nicht ausreichend Nachschub an Munition und Gerät bekommt, dass es Mängel bei der Flugabwehr gibt und bei ihrer eigenen Luftwaffe. Derweil Putin nicht nur bei befreundeten Diktaturen einkauft, sondern auch die eigene Wirtschaft konsequent auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und sein Land, zumindest propagandistisch, bereits auf einen Krieg mit der NATO vorbereitet. Wie steht diese NATO derzeit da, knapp 75 Jahre nach ihrer Gründung? Und was, wenn die USA unter einem Präsidenten Trump zum unsicheren Kantonisten werden und das Bündnis weitgehend aufkündigen? Mit der Frage haben sich unsere Korrespondenten in Washington und Brüssel beschäftigt, Emma Thewesen und Florian Neuhan. Es ist kalt an diesem Morgen im Südosten Rumäniens. Zum Glück läuft der Motor des Panzers schon. Schnell noch ein Frühstück vor dem Manöver. Auf der Motorhaube kann man immer warm essen, auch wenn es kalt ist. Das ist der Vorteil bei einem Panzer. Was will man mehr? Wir sind in Smardan, Rumänien, direkt an der Grenze zur Ukraine. Hier trainiert die NATO den Ernstfall, will eigentlich Stärke demonstrieren. Doch als wir die französische Panzerkommandeurin und ihre Kameraden begleiten, bleibt der 30 Jahre alte Panzer nach kurzer Zeit liegen. Ein defekter Kühler, ein bekanntes Problem, ein Symbol für den Zustand europäischer Armeen. Ja, im Moment steht der Panzer.
Das passiert halt. Russlands Krieg hat dem Westen vor Augen geführt, wie wichtig funktionierende Armeen, militärische Zusammenarbeit sind. Wie hier bei der Fliegerausbildung der NATO in Texas, wo wir junge deutsche Kampfjet-Piloten treffen, die im Ernstfall ihr Leben riskieren würden. Ich hoffe einfach, dass es niemals zu diesem Fall kommen wird, dass wir unsere Waffen oder das, was wir hier lernen, einsetzen müssen. Aber wenn es natürlich soweit sein sollte, dann bin ich natürlich bereit dafür, für meine Familie, für meine Freunde und für Deutschland meinen Beitrag zu leisten. Der Ernstfall ist näher gerückt, das spüren Sie auch in Brüssel. Auf dem Weg zum Hauptquartier der NATO, wie kaum ein anderer kennt Gesa Andreas von Geier beide Seiten. Bis zum Sommer war er Botschafter in Moskau, seitdem Deutschlands Mann bei der NATO. Ist eine Verständigung mit Putins Russland überhaupt denkbar? Also ich wünschte, dass es irgendwo ein Licht am Ende eines Tunnels gäbe, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe im Moment nicht mal den Tunnel. Und dann steht der NATO der größte Stresstest womöglich erst bevor. Was, wenn Donald Trump im November in den USA wieder zum Präsidenten gewählt werden sollte? Schon drohen seine Büchsenspanner im ZDF den Europäern ganz offen mit dem Ende der Allianz. Ihr habt volle Gesundheits- und Altersversorgung. Ihr habt 6 Wochen Sommerferien. Das kostet alles Geld. Die Völker in Europa müssen umdenken und sich engagieren. Einerseits ist die NATO wohl so wichtig, so stark wie seit Jahren nicht mehr. Andererseits hängt diese Stärke am seidenen Faden, dem einer einzigen Wahl. Eine ausführliche Doku unserer Korrespondenten Elmar Thewissen und Florian Neuhan mit dem Titel »Wächter des Westens. Brauchen wir die NATO noch?« gibt es gleich im Anschluss ans Heute-Journal. Oder natürlich auch jederzeit in der Mediathek. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Thema, bei dem es vordergründig um die Welt des Sports geht, darüber hinaus aber auch um Gesellschaftspolitik und deutsch-deutsche Geschichte. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte heute ein schwieriges Urteil zu fällen. Welche Ansprüche auf Entschädigung haben Opfer des Staatsdopings in der DDR? Der Klägerin, einer ehemaligen Leistungssportlerin aus Brandenburg, ging es dabei auch darum, als Opfer staatlicher Willkür anerkannt zu werden und damit den gleichen juristischen Status zu erhalten wie politisch Verfolgte. Das wies das Gericht allerdings zurück. Christoph Schneider mit den Hintergründen. Klägerin Ines Kunz nach der Verhandlung ihrer Klage. 1,25 Stunden dauert die und das Gericht erläutert seine Rechtsmeinung und die lässt das Dopingopfer Kunz mit einem irritierten Gefühl zurück. Ja, Gefühle täuschen, da sage ich mal nichts dazu, aber ich bin zur Vorsitzenden Richterin und habe gesagt, es ist immer wieder ein Punkt, der uns berührt, wenn wir als Dopinggeschädigte etwas von Förderung hören. Wir wurden zerstört. Schon dieses Wort Förderung heute noch zu benutzen, das ist nicht gut. Und darüber sollte man, wenn man urteilt, mal nachdenken. Dass die DDR systematisches Doping betrieben hat, längst festgestellt. Doch kann dieses staatlich organisierte Doping in der DDR als politische Verfolgung eingestuft werden, um einen Anspruch auf eine Opferrente zu bekommen? Das ist die Kernfrage, die das Bundesverwaltungsgericht nun mit einem klaren Nein beantwortet. Staatliches Doping stelle keine politische Verfolgung dar, ein Rechtsanspruch der Opfer auf eine Entschädigung bestehe nicht, so das höchste Verwaltungsgericht. Wir in der Rechtsprechung kommen an eine Grenze ran, wo wir nicht mehr fortentwickeln dürfen, sondern wo der Gesetzgeber entscheiden muss. Und der Hinweis, er hatte sich ja für eine pauschale moralische Hilfeleistung, nicht für einen Rechtsanspruch entschieden, den müssen wir akzeptieren. Kunz war Leistungssportlerin von 12 bis 17 Jahren, Kanutin. In dieser Zeit wurden ihr, ohne dass sie es wusste, verschiedene Dopingsubstanzen gegeben, die unter anderem zu körperlichen Zusammenbrüchen, einem zeitweisen Nierenversagen und einem Schlaganfall führten. Mit 43 wird sie erwerbsunfähig, hat einen Schwerbehindertenstatus. 2002 bekommt sie eine einmalige Entschädigung nach dem Dopingopferhilfegesetz 10.500 €. Eine moralische Leistung, kein Rechtsanspruch, keine Opferrente. Gefordert jetzt die Politik, so die SED-Opferbeauftragte des Bundestags. Der Gesetzgeber ist in der Pflicht, Menschen, die
Opfer staatlichen Unrechts geworden sind, diese Möglichkeiten, ihre Gesundheit, ihren Alltag zu verbessern, zu geben. Und deswegen umso mehr, dass diese Opfergruppe namentlich genannt wird, zukünftig bei der anstehenden Novellierung der Unrechtsbereinigungsgesetze dort mit aufgenommen zu werden. Juristisch kein guter Tag für Ines Kunz und andere Dopingopfer. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf dem Gesetzgeber. Der DAX ist derzeit auf einem Höhenflug. Das hatten wir vorhin im Gespräch mit der Wirtschaftsweisen Schnitzer ja schon angesprochen. Und das ging heute an der Börse auch so weiter, Heinz. Ja, da gab es beim DAX heute ein weiteres Mal ein Rekordhoch. Zwischenzeitlich ging es erstmals sogar über 18.500 Punkte. Frank Bethmann, woher kommt der Auftrieb? Mit guten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft jedenfalls hat das inzwischen wenig zu tun. Der DAX koppelt sich immer mehr ab von dem, was ja eigentlich entscheidend ist, nämlich von der Frage, wie gut verdienen die Konzerne. Sicherlich noch immer gut, aber nicht so gut, dass es 21 Rekordstände in diesem Jahr und ein Plus von über 2.000 Punkten seit Mitte Januar rechtfertigen würde. Die neue DAX-Bestmarke heute im Handelsverlauf erzielt, lautet 18.511 Punkte. Auch der etwas niedrigere Schlusskurs ein Rekord, der höchste Endstand in der Historie. Die wenigen neuen Erklärungen für den anhaltenden Höhenflug führen zu einem Phänomen, dem Osterphänomen, das besagt, dass Anleger rund um die Feiertage gerne Aktien kaufen. Das lässt sich zum Osterfest sogar statistisch belegen. Darüber mag man sich wundern, genauso wie über einen anderen Höhenflug, nämlich dem von Kakao. Kurz vor Ostern springen auch die Preise für Kakao auf ein neues Allzeithoch. Kaum zu glauben, eine Tonne Kakao kostet damit inzwischen mehr als die gleiche Menge Kupfer. Man staunt dieser Tage also nicht nur über den DAX. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Die Bundesregierung will die Bedingungen in der Medizinforschung verbessern und so den Standort Deutschland in diesem Bereich attraktiver machen. Das Kabinett hat dazu heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Demnach sollen ohne Einbußen für die Sicherheit Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden, zum Beispiel bei der Genehmigung von klinischen Prüfungen von Arzneimitteln. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 2, 13, 20, 32, 41, 44 und die Superzahl 2. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Der israelisch-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman ist gestorben im Alter von 90 Jahren. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf seine Partnerin. Kahneman wurde auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie weltbekannt. 2012 erschien in Deutschland sein Bestseller Schnelles Denken, Langsames Denken. Und auch der Bildhauer Richard Serra ist gestorben. Mit 85 Jahren starb der US-amerikanische Künstler, der insbesondere für seine gewaltigen Skulpturen aus Stahl bekannt war. Viele seiner Werke wiegen mehrere Tonnen und stehen an verschiedensten Orten weltweit, wie hier in der Wüste von Katar. Auch am Entwurf des Holocaust-Mahnmals in Berlin war er beteiligt. Wir haben es in den Nachrichten vorhin gehört. Es gab wieder schwere Angriffe auf Charkiw. Das passt zu Berichten, dass Putin um jeden Preis versuchen wird, die Millionenstadt einzunehmen. Das wäre für ihn nicht nur strategisch wichtig. Charkiw ist die zweitgrößte ukrainische Stadt und sie liegt direkt an der Grenze zu Russland. Darüber hinaus wäre es ein tödlicher Schlag gegen Kultur und Identität der Ukraine. Charkiw ist das kulturelle Herzstück im Osten, eine Stadt mit rund 40 Universitäten und Hochschulen, einer großen Literaturgeschichte und einer blühenden Kulturszene. Es ist schwer geworden, das im Krieg aufrecht zu erhalten, aber das versuchen sie mit allen Mitteln. Auch im großen Opernhaus proben und tanzen sie weiter, trotz täglichem Luftalarm. Tim Kröger berichtet. Charkiw ist eine verwundete Stadt, aber tief in den Katakomben der Oper ist der Widerstandswille ungebrochen. Ballettfiguren im Flur, die schönen hellen Trainingsräume oben sind derzeit zu gefährlich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe keine Angst. Sobald ich das Theater betrete, fühle ich mich geschützt wie in einer Kapsel. Viele Tänzer, Sänger und Musiker des Ensembles sind derzeit im Ausland, aber ein harter Kern ist geblieben.
trainiert, übt und probt in fensterlosen Kellerräumen, in denen das Belüftungsrauschen die Arien begleitet. Es gibt keinen anderen Weg. Wir sind wie Sportler. Wenn wir auch nur einen Tag lang nicht proben, können wir nicht singen. Igor Tulusov ist der Direktor der Charkiwer Oper. Er zeigt uns die gigantische Bühne, die seit 2 Jahren ungenutzt ist. Noch immer stehen hier die Bühnenbauten von Aschenputtel herum. Die Premiere war 9 Tage vor Kriegsbeginn. Leider wurde das nur einmal benutzt. Wir hoffen aber, dass wir unmittelbar nach dem Sieg unserem Publikum das Stück noch mal zeigen können. Auch der opulente Zuschauerraum ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres tabu. In der Zwischenzeit proben sie auf einer viel kleineren provisorischen Bühne im Keller. Sobald die Behörden der Oper grünes Licht geben, sollen hier endlich wieder Aufführungen stattfinden. Das ist eine Therapie für die Menschen. Es ist sehr wichtig für unsere Bewohner. Außerdem müssen wir zeigen, dass Charkiw lebt, dass Charkiw kämpft und dass Charkiw ein normales Leben hat, einschließlich der Kultur. Nur russische Stücke gibt es nicht mehr. Das sei unmöglich derzeit. Hauptchoreografin Svetlana Kolyvanova-Popescu ist hier eine Legende, seit 60 Jahren dabei. Sie hat alles gesehen, dachte sie. Mein Mann und ich, wir haben die ganze Sowjetunion bereist. Dass Russland uns so überfällt, das war für mich unvorstellbar. Das hätte ich mir in meinen Träumen nicht vorstellen können. Und so versuchen die Tänzer und Sänger der Oper von Charkiw genau das: Russland Widerstand zu leisten und das Unvorstellbare zu überwinden. Zum Ukraine-Krieg noch der Hinweis auf ein Gespräch mit dem Historiker Jörn Leonhardt. Das gibt es im Heute-Journal-Update um 0:30 Uhr mit Gundula Gause. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Dieses Tief hier wandert allmählich nach Norden und hat ein Regenband dabei. Das liegt schon quer über uns und es bringt Regen. Und das nächste Tief wartet schon und kommt von Westen auf. Bringt morgen im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Ja, das Regenband liegt also einmal quer über Deutschland, Nordsee bis Richtung Bayern. An den Alpen schneit es und das Ganze wandert nach Norden. Von Südwesten her lockert es aber wieder auf. Und das bei tiefsten Temperaturen von -1 Grad an den Alpen und 9 Grad Richtung Berlin. Morgen zieht der Regen im Norden erst einmal ab und dann wird es hier trockener. Auch im Osten ist es erstmal trocken mit sonnigen Abschnitten, aber dann ziehen von Südwesten Schauer und Gewitter auf und auch der Wind kann kräftig auffrischen. Die Temperaturen liegen bei Maximalwerten von 16 Grad im Osten und 7 Grad an den Alpen. Das ist die Temperaturspanne, aber man sieht ganz deutlich, im Osten ist es milder bzw. wärmer als im Westen. Ja, und die nächsten Tage, die Feiertage, erstmal Karfreitag, im Norden Regen und auch im Westen, im Süden eher trocken, 10 bis 21 Grad. Kar-Samstag dann Temperaturen bis 24 Grad, viel Sonnenschein, im Westen Schauer. Am Ostersonntag meist trocken, im Norden kommt aber neuer Regen auf und Ostermontag ziemlich durchwachsen mit Schauern und Gewittern und nur leicht kühler. Und damit einen schönen Abend.